Kennst du das? Du hast ein Balkonkraftwerk und würdest gerne, dass deine Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner und so die Großverbraucher im Haus dann laufen, wenn die Sonne da ist, aber du bist nicht zu Hause? Dafür bräuchte man smarte Geräte, stimmt's? Falsch gedacht. Man braucht nur einen kleinen Trick. Und das habe ich meinem Freund Michi erzählt, denn der hat ja ein Balkonkraftwerk, wie ihr wahrscheinlich wisst. Wie das nämlich auch geht, wenn du kein smartes Gerät hast, das schauen wir uns heute an. Moin. Was geht ab? Mal kurz, wo sind deine Anlage hin? Da stand doch hier. Finally. Es hat es aufs Dach geschafft. Hat sich sonst noch was verändert? Also energietechnisch? Wenn du zum Beispiel sagst, okay, meine Anlage ist ja nur, sagen wir mal, von 9 bis 17 Uhr wirklich am ordentlich einzahlen. Dann will ich da natürlich den meisten Strom verbrauchen. Ich habe keinen Speicher, kann ich mir noch zulegen, kommt vielleicht auch noch. Da will ich auf jeden Fall nicht viel einspeisen, weil diese 6 Cent oder 7 Cent, die man da kriegt, die lohnen sich nicht wirklich erstmal, sondern dann will ich eher den Strom verbrauchen für das, was ich sowieso irgendwann machen würde. Was sind denn die Geräte in der Wohnung, die am meisten Strom brauchen? Spülmaschine, die Waschmaschine mit 2.000, 3.000 Watt. Der Kühlschrank läppert sich, glaube ich, am meisten, weil erstens wäscht nicht jeden Tag Wäsche oder halt die Spülmaschine läuft auch nicht jeden Tag. Die Großverbraucher sind also sowas wie Kühlschrank, Spülmaschine, Waschmaschine. Richtig. Jetzt, wenn du die steuern möchtest, bräuchtest du eigentlich smarte Geräte. Richtig. Hast du smarte Geräte? Nein, alle sehr dumm. Kacke. Was machen wir denn da? Okay, wir zeigen es euch mal. Da ist einmal mal ganz getreu die Solaranlage auf dem Dach. Oder halt Tibber, der mir sagt, wie viel Watt ich kumuliert nutzen kann. Woher kriegst du diese Daten konkret? Also das ist ein Wechselrichter, der ein Interface hat? Richtig. Das ist hier zu sehen in der App. Ich halte es nochmal schnell rein. Gerade immer noch 64 Watt insgesamt. Und Tipper, woher kommen diese Daten? Und wie sehen wir, wo ist der Unterschied? Wer sieht's? Das Ding hier. Wir haben hier einen Tipper Pulse, der mir praktisch die Daten, die hier auch zu sehen sind. Und die Daten gehen für mich an meinen Anbieter auch in die App. Das heißt, das da ist der normale Stromzähler und dieses Teil hier liest es aus und sendet es an die App. Und das geht nicht mit analogen. Ihr kennt noch diese Drehscheiben, die haben wir in dem alten Video gezeigt. Also man sieht, es ist kein Neubau, aber man kann trotzdem mit so kleinen Gadgets und was machen. Da ist natürlich auch der Vor- und Nachteil immer wieder, die kosten natürlich was, die Geräte. Aber wenn man Freunde hat, mit denen man das weiterempfehlen kann, kriegt man 50% Rabatt. Da kriege ich auch mehrere Daten live zugespielt. Also die ist wirklich, man sieht, wie schnell sich ändert mit Silberpuls. Jetzt gerade speise ich 7 Watt ein, weil ich nicht so viel verbrauche wie 60 Watt waren es gerade, ne? Krass, dein Wohnungsverbrauch ist gerade unter 60 Watt. Ja. Respekt. Also ich habe hier ordentlich Daten, die ich nutzen kann, um dann zu verarbeiten. Heißt, ich könnte mit den Tipper-Daten vom Preis her arbeiten. Also ich sage, sobald es unter 30 Cent ist, schalte dies und jenes ein. Aber da kommen wir später dazu. Ich will es bloß mal sehen. Genau, da sieht man auch heute wird es nicht so günstig wie sonst. 26 Cent ist so der Low Point. Also da sehe ich, was ich verbrauche. Hier liefert schon Spülmaschine oder Waschmaschine. Das ist dann die Einspeisphasen. Und mit diesen Werten kann ich auch was machen. Ja, bevor ich da die paar Cents kriege, schalte ich doch lieber meine Spülmaschine ein. Oder welches Gerät auch immer. Die zwei sind die Hauptdinger, Strompreis und Einspeisung, mit denen ich arbeite. Die speisen wir in Home Assistant ein. Da zeigen wir später das Dashboard. Da kriege ich die ganzen Daten kumuliert und dann eben die Automationen einstellen, die dann eben die verschiedenen Geräte steuern und sagen, gib mir Saft auf, zum Beispiel die Spülmaschine, super gemalt, oder die Waschmaschine oder halt eben ja den Kühlschrank. Das Gerät ist dumm, das Gerät ist dumm, das Gerät ist dumm und das Gerät ist dumm. Smart Home. Smart Home. Mit dummen Geräten. Also hier dazwischen, da kommen diese Steckdosen hier ins Spiel. Das sind WLAN-Steckdosen, die verbinden sich entweder mit Bluetooth oder mit WLAN eben mit deinem Netzwerk. Und die kannst du steuern, also die kannst du ein- oder ausschalten. Dann kannst du noch Automatismen einstellen, die sagen, schalt es da und da an oder schalt es da und da aus. Das klingt jetzt super kompliziert. Ist das kompliziert? Überhaupt nicht. Also die nativen Geräte, die haben meistens auch eine App schon parat. Also von den Marken selber gibt es meistens Apps. Okay, mach mal an und aus. Ich schalte mal dahin, wie schnell das auch geht. Und da siehst du jetzt auch was siehst du da oben alles? Wie viel? Da sehe ich die Watt, die reingehen und die Volt, also 230 Volt sind normal. Wenn wir jetzt einen Verbraucher hier hätten, dann Genau. könntest du das sehen. Wir können ganz schnell mal einen Ventilator. Ist ja theoretisch auch ein dummes Gerät, ne? Es geht nur an und aus. Genau. Strom ist aus. Wenn ich es anmache, legt er los. Und sehen wir schon den Verbrauch? Wir sehen den Verbrauch von 23 Watt.
5,3. Also man hat da jetzt schon Daten. In Home Assistant kannst du dann diese auch verknüpfen und kannst sagen, wenn das und das Gerät das und das ausspielt, heißt Solaranlage sagt mir, ich bin über 100 Watt jetzt gerade, dann schalte das hier ein. Nur zum Beispiel. Home Assistant. Das ist mein Dashboard, wo wir alle Daten, Fakten, Steckdosen, Geräte sehen, die wir haben. Hier sind wir bei den Automationen in Home Assistant. Ich will eine neue hinzufügen und habe dann einfach die Spülmaschine im Blick. Und ich nehme einen Auslöser. Mein Auslöser in dem Fall ist die Photovoltaikanlage. Das machen wir einfach mal. Das geht ganz einfach. Ich brauche hier ein Gerät. In meinem Fall ist es der Wechselrichter, der mir sagt, sobald Wechselrichter ausschalten, jetzt brauche ich nicht. Da gibt er mir auch ganz viele Informationen, die ich nutzen kann. Ich will die Leistung ändern. Also sobald so und so viel Watt reinkommen, will ich die Spülmaschine einschalten. Heißt, sobald die Wattleistung über 100 Watt geht, da hinten ist auch die Einheit, schaltet er oder passiert dann, was du da unten bei Dann machst. Und zwar wollen wir jetzt die Spülmaschine ansteuern. Wir wählen wieder Gerät und holen da uns den Shelly, den ich da Spülmaschine genannt habe bei der Installation. Und kann hier aus 2, 3, 4 Optionen auswählen. Schalte Spülmaschine ein. Speichern. Solar Spülmaschine nennen wir es einfach mal. 12 Uhr könnte die Sonne rauskommen und das Ding erzeugt 500 Watt. Heißt es 100 Watt, schaltet jetzt die Steckdose da drin ein und meine Spülmaschine, die ich vorbereitet habe, tappt drin, startet und ich nutze meinen Sonnenstrom, um die Spülmaschine zu betreiben. Wie kompliziert ist das alles? Ich bin kein ITler. Ich würde sagen, ich bin PC-affin, aber es gibt so viele Tutorials da draußen, wie man Home Assistant auf so einem kleinen Mini-PC installiert und es ist kein Hexenwerk. Das ist einfach nur hier ist der Link zum dem runterladen, tut das dann da drauf laden und fertig. Also es ist kein Hexenwerk. Wir machen diese dummen Geräte smart. Das ist das funktionierende Gerät, wie es an jeder normalen Steckdose eben sein würde. Die Spülmaschine ist jetzt eingeräumt und Tab ist schon drin. Jetzt drücke ich auf Start und mache sofort den Home Assistant aus. Und hört kurz. Aus. Vorteil ist bei diesen dummen Geräten, sobald du es wieder anschaltest, dann startet das halt genau da, wo es aufgehört hat. Und das zeigen wir euch jetzt. Wir gehen jetzt davon aus, 100 Watt werden eingespeist, zack, und sie legt los. Und macht genau da weiter, wo sie vorhin aufgehört hat. Genau. Man hört's. Wie bist du darauf gekommen? Ihr merkt also, es geht hier nicht ums Strom sparen. Es wird nicht weniger Strom verbraucht, weil die Waschmaschine, Spülmaschine, die muss ja irgendwann laufen, um Zeugs sauber zu kriegen. Aber es geht darum, den Strom zu verschieben, den Verbrauch. Und zwar dahin zu verschieben, wenn der Michi sowieso seinen eigenen Strom vom Dach hat oder eben sehr günstigen Strom von Tipper bezieht, was immer dann ist, wenn besonders viel Ökostrom im Netz ist. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch auf Instagram oder sonst wo bei uns. Wir lieben es, andere Menschen auch von der Smartheit zu überzeugen und vom Ökostrom zu überzeugen und von einer wunderschönen Natur als solches, die mir gerade Wasser schenkt, was ich natürlich smart, analog abfange in einer wunderschönen Tonne, die mir dann meine Pflanzen wieder ernährt, wenn es doch wieder heiß ist. Und wenn es heiß ist, tanke ich Strom. Tja!